In den letzten Wochen und Monaten ist der ein oder andere Blechpersonenwagen der älteren Bauart zu meiner kleinen Sammlung, die eigentlich nie eine Sammlung werden sollte, dazugekommen. Hatte die Gelegenheit, den ein oder anderen Wagen einzeln relativ günstig zu ersteigern. War auch so manche Überraschung dabei, weil ich dachte, dass man diese älteren Wagen für den Preis in der Regel eigentlich gar nicht bekommen kann. Hatte dann aber das ein oder andere Mal Glück gehabt, und das betrifft in erster Linie die Wagen von der österreichischen Bundesbahn. Da ist was dazugekommen, der schwedischen Bahn und der italienischen Bahn FS. Und um welche Wagen es sich handelt, möchte ich euch jetzt zeigen. Und anfangen möchte ich mit der schwedischen Bahn, mit 2 Wagen, die ich selbst jetzt noch gar nicht habe. Aber ich dachte, das, was ich erworben habe, ist die älteste Variante der schwedischen Wagen, die Märklin produziert hat, und musste dann feststellen, oh, es gab noch ältere. Und zwar ab 1957 hat Märklin die 4020 und die 4021 herausgebracht. Einmal einen schwedischen Personenwagen, erste und zweite Klasse, und einmal einen dazu passenden D-Zug-Gepäckwagen. Diese beiden Wagen wurden aber nur bis 1959 gebaut. Und das müsste ein Katalogbild aus dem 1957er Katalog sein. Und hier unten links seht ihr die Preise bei den Wagen. Der Personenwagen wurde also für 7,50 D-Mark verkauft und der Gepäckwagen für 9 D-Mark. Und das ist für mich deswegen relativ interessant, weil ab 1960 gab es direkt die Nachfolger der beiden Wagen, und zwar die 4030 und die 4031. Diesmal wieder einen erste und zweite Klasse Personenwagen und einen D-Zug-Gepäckwagen kombiniert mit zweite Klasse Abteil. Und das Interessante hier dran ist, dass diese beiden Wagen dann im 1962er Katalog hier drin stehen für jeweils 7 D-Mark. Das heißt, das Nachfolgemodell von Märklin wurde hier also im Preis reduziert. Das ist eine sehr interessante Preispolitik. Ich denke, das ist was wir in der heutigen Zeit nicht mehr erleben werden. Die Wagen wurden dann gebaut bis 1967 in dieser Blechvariante. Und hier ist kurz die Auktion, wo ich die Gelegenheit hatte, einen Schlafwagen und den Personenwagen aus dieser schwedischen Reihe zu bekommen. Und für den Preis habe ich dann natürlich zugeschlagen. Und hier seht ihr das Bild von dem Wagen, und ich bin eigentlich ganz angetan davon, denn wir haben jetzt hier wirklich einen unheimlich schönen Wagen für meinen Geschmack. Die Zuglaufschilder sind hier in der Mitte des Wagens hochgeprägt, das andere ist tief geprägt. Wir haben die Muster oder die Verzierung in der Längsseite des Wagens. War jetzt leider keine Packung dabei, aber das ist für mich jetzt hier das kleinere Übel. Ich war erstmal sehr angetan, für den Preis überhaupt einen solchen Wagen zu bekommen. Und ab 1968 hat Märklin dann diese Modelle auch schon wieder aus dem Programm genommen und hat die 4072 und die 4073 als Kunststoffwagen produziert. Einmal einen zweite Klasse Personenwagen und einen zweite Klasse Personenwagen mit Gepäckabteil. Und diese Wagen wurden in 3 verschiedenen Varianten ab 1968 bis 1989 produziert. Und hier haben wir den Personenwagen 4072 und hier haben wir dann den Personenwagen mit dem kombinierten Gepäckwagenabteil. Und von der 4072 habe ich selbst schon 2 Wagen gehabt, plus den Gepäckwagen, und der Blechwagen aus Anfang der 60er Jahre ergänzt hier sozusagen meinen Zug. Und mit größter Wahrscheinlichkeit wird es erstmal bei diesem einen Blechwagen bleiben, denn ich glaube nicht, dass ich in nächster Zeit wieder mal so eine Gelegenheit habe, einen solchen Wagen zu einem solchen Preis zu bekommen. Dann gab es von Märklin für die ÖBB die Märklin Nummer 4033, einen grünen zweite Klasse Wagen. Dieser wurde gebaut von 1961 bis 1964. Ich hatte hier die Gelegenheit, einen solchen Wagen für 15 € zu bekommen. Da habe ich dann natürlich auch zugeschlagen. Hier ist dann das Bild, der ist richtig gut in Schuss. Interessant ist bei dieser österreichischen Variante, dass wir in den Türen, in den Fenstern keine Einteilung haben und dass wir ein anderes Dach aufgesetzt haben, als zum Beispiel der deutsche D-Zugwagen in grün zweite Klasse. Ich habe noch einen zweiten Wagen, der hat dann nur 7 € gekostet, dafür ist er nicht ganz so in Schuss. Da hat jemand versucht, auf der Seite so ein bisschen den Wagen zu präparieren oder irgendwas aufzukleben. Aber für den Preis fand ich das auch in Ordnung, und bei mir wird das Ganze ergänzt. Und zwar gab es mal die Displaypackung 00766 mit 12 Tintplate Personenwagen, und da habe ich die erste Klasse Variante mir geholt, und das ist die 00766-05. Das müsste von 2012 gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und dieser Wagen ist dann mit Inneneinrichtung versehen, und hier haben wir dann wieder sozusagen das Standard-Blechdach oben aufgesetzt. Dann gab es diese orange Variante, die 4034 und die 4128
müsste von 1985 bis 89 irgendwie gewesen sein. Interessant ist hier, dass ich jetzt zwar die Daten gefunden habe auf Webseite und auch im Colt-Katalog, aber den Wagen selbst habe ich in keinem Märklin-Katalog abgebildet gefunden. Wenn da von euch irgendjemand mehr weiß, dann wäre es schön, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt, denn wie gesagt, den Wagen kann man googeln, man findet ihn auch bei eBay gebraucht, aber im Katalog ist er bei mir nirgends aufgetaucht. Ich habe dann insgesamt 5 dieser neueren erste Klasse Blechwagen, die Märklin aufgelegt hat. Die gab es irgendwann mal beim Großhändler für 15 € das Stück, wie so eine Art Abverkauf. Jetzt werden sie bei mir nach und nach dann von der 4033 abgelöst. Ist für mich aber auch in der Kombination eine interessante Variante. Dann kommen wir zu den Italienern, und zwar die 4036. Dieser Wagen wurde von Märklin von 1960 bis 1971 produziert, ist die noch etwas kürzere Blechvariante, nur 22 cm lang. Und hier ist mein Wagen, den habe ich schon eine ganze Zeit in meinem Besitz. Gibt auch eine uralte grüne Packung, die auseinanderfällt. Ist in einem ziemlich guten Zustand. Bin auch richtig happy, dass ich einen solchen Wagen ergattern konnte. Und dazu ist jetzt gekommen die 4063. Dieser wurde produziert von 1972 bis 1976 von Märklin. Da hatte ich die Gelegenheit, für 17,99 € einen solchen Wagen zu bekommen mit Innenbeleuchtung. Allerdings ohne Packung, war da erstmal am Zweifeln vom Bild her, ob das wirklich der Wagen ist. Hab mir dann besorgt, und hier seht ihr den Wagen dann auf der Anlage, hat ganz leichte Gebrauchsspuren am Dach. Aber ansonsten sieht der richtig gut aus, und da bin ich total happy, einen solchen Wagen bekommen zu haben. Denn der wird sonst zu Preisen gehandelt, wo ich mir lieber eine Lokomotive, eine gebrauchte dafür kaufe. Und ich bin richtig froh, dass es zumindest mit einem Wagen geklappt hat. Das Ganze wird dann bei mir noch ergänzt mit der 40360, dieses Set. Dieses wurde produziert von 2022 oder 2023. Und das sind sozusagen meine Ergänzungswagen. Einmal an den alten 4036er Wagen angelehnt. Allerdings haben wir eine etwas andere Farbe. Und hier ist ein Gepäckwagen in dem Set. Den gab es damals von Märklin noch nicht. Und ist sozusagen die Ergänzung in dem Set zu den 3-Personen-Wagen. Und hier könnt ihr nochmal die unterschiedlichen Dächer sehen. Vorne links, das ist der 4036er, der alte Wagen von 60 bis 71 mit diesem schön strukturierten Dach. Auf der rechten Seite dann aus dem Set 40360. Die neuere Variante gefällt mir, die alte Variante ehrlich gesagt sogar ein bisschen besser. Und in der mittleren Reihe, die grünen Wagen, seht ihr nochmal die österreichischen Wagen, auch nochmal das Dach im Verhältnis so ganz links aus dem Bild rausragend, die Standard-Dachvariante des grünen Wagens, wie er in den meisten Fällen auch auf den deutschen Personen-D-Zugwagen vorhanden ist. Ja, und das sind meine Ergänzungen zu meinen Blechwagen, die ich in den letzten Wochen, Monaten hier irgendwie zusammenbekommen habe. Ich befürchte, bei dem grauen Italiener 4063 und bei dem Schwedenwagen, da wird es auch erstmal dabei bleiben, weil das relativ aussichtslos ist, solche Wagen zu solchen Preisen nochmal irgendwo zu bekommen. Wenn ihr irgendwelche weiteren Informationen habt oder ich irgendwas vergessen habe oder verdreht habe, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr und bis bald.